meine Lieben, willkommen wieder bei Vivi kocht. Heute senden wir wieder aus Berlin und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Und zwar den legendären Dramaturgen der Volksbühne und Professor für Dramaturgie, Karl Hegemann. Oh. Oh, danke. Du hast eigentlich an allen Theatern Deutschlands und fast der Welt gearbeitet, könnte man sagen. Ja, nicht an allen, aber an vielen guten Theatern habe ich gearbeitet. An der Volksbühne war ich sehr lange, bin ich jetzt allerdings nicht mehr. Und als Professor arbeite ich auch nur noch gelegentlich. Also ich bin schon emeritiert. Und du bist Autor, das habe ich eben... Ja, also das fällt dabei ab. Dann kommt schon mal das ein oder andere Buch dabei raus. Ja, und du machst doch vieles mehr. Ich meine, du bist ja die ganze Zeit eigentlich unterwegs. Ja, ich bin oft in Zürich, da bin ich auch sehr gerne, da habe ich auch viel gearbeitet. Zurzeit arbeite ich auch viel in Wien und in Linz war ich gerade. Ach so. Und in Hamburg und in Leipzig, aber ich überanstrenge mich nicht, weil ich habe ja eigentlich das Rentenalter von seit geraumer Zeit erreicht. Genau, und zu deinem neuen Buch musst du nachher mir auch noch was verraten. Ja, wir machen ein bisschen Product Placement. Absolut. Wir kochen heute zwei Sachen. Einmal kochen wir etwas Festliches und dann on top kochen wir noch ein Familienrezept. 50 Jahre ungefähr wird das schon in eurer Familie gekocht. Also ich koche es seit 50 Jahren und das folgt der Devise, es soll nicht länger dauern, als man dann zum Essen braucht. Ja. Das zweite ist ein festliches Essen und zwar das berühmte Beef Wellington. Ich wollte heute was ganz Besonderes kochen, wenn Karl schon Zeit hat, hier vorbeizukommen. Ja, genau. Das ist doch wirklich toll. Das Beef Wellington, also das könnte ich selber nicht gut. Ich sehe hier unendliche Mengen von offensichtlich frischen und eingelegten Trüffeln. Sag mal, kannst du mir erst mal erzählen, wo kommen die her und was hast du damit vor? Ich finde das ja wahnsinnig. Und zumal ich ja für mich Trüffel ja leider Gottes doch etwas, ja tatsächlich, sie haben den trüffeltypischen Geschmack. Geschmack kann ich noch nicht sagen, aber Geruch. Die habe ich eingelegt. Wo hast du die reingelegt? Die hat Steff Wieser, hat mir das gezeigt, wie man das macht. Und zwar sind die in Sherry und Portwein eingelegt. Verstehe. Und da auch konserviert. Ja, ist toll. Sozusagen. Und dann habe ich noch, das findet ihr auch auf meinem Blog, eine Tartufata gemacht. Das ist eigentlich alles geraspelter Trüffel in Olivenöl und Butter erwärmt, so auf 80 Grad, damit es lange hält. Und das kann man gut in Pasta essen. Ja, toll. Oder kriegst nachher noch ein Glas mit? Toll, ich habe noch eins für dich. Ja, also da freue ich mich. Aber und ich habe noch eine Hilfe bekommen. Und zwar ist das die Hilfe von Steff Wieser. Das ist sozusagen, wie der Blätterteig nachher ausgeschnitten ist und über das Beef Wellington gelegt wird. Oh nein. Ja, und dann hat er noch gesagt, wann ich es rausnehmen soll. Also Steff, ich hoffe, ich blamier mich nicht. Wir brauchen 500 Gramm gemischte Pilze. Dann braucht man Trüffel. Man kann natürlich auch Trüffelbutter benutzen oder einen Schuss Trüffelöl reintun. Das ist alles gar kein Problem. Dann, oder bei mir nachfragen, ob ich noch Trüffel habe. Die kann ich auch verschicken. Und, also wirklich selbst gesammelt? Ja! Und mit dem Hund? Mit eurem Hund? Und Leber haben wir. Dann haben wir noch ein bisschen Panko. Nachher Zwiebeln, das ist so eine Art Paniermehl. Super. Genau. Und dann wickeln wir das einfach alles in den Blätterteig und dann ist das auch schon fertig. So schwer ist das nämlich nicht. Wir nehmen Rosmarin. Zack, Mama. Kann man in Berlin gut einkaufen, solche Sachen? Frische Paradies. Frische Paradies? Ja. Da kann man Rogacki, ist die auch bekannt? Ja, ich habe ja mal früher in Charlottenburg gewohnt. Und wo kommst du jetzt gerade her? Aus Berlin. Genau. Also ich wohne ja jetzt mittlerweile im Prenzlauer Berg, jetzt auch mittlerweile seit 10 Jahren. Jetzt machen wir einfach nur, ich habe immer Fleur de Sel, weil es hat einen schöneren Geschmack. Ja. Und mal hier so. Also das ist jetzt praktisch ein Rosmarinsalz, was du da bereitet hast. Und dann nehme ich das schöne Stück Fleisch
Und das wird jetzt gewälzt. Da Genau, drin. das machen wir. Ja, sieht super aus. So. Jetzt brate ich das Fleisch einfach an. Und bei den Pilzen mache ich es so. Ziehst du die Stängel ab? Dann nehmen wir die Stängel nicht. Die mache ich für eine Suppe dann irgendwann. Da machst du Pilzsuppe raus. Genau, weil Ja, die sind schöner. cool. Und wir machen ein paar braune Champignons haben wir jetzt. Dann machen wir Kräuterseitlinge. Ne, Ja, und zwar mini, kleine ja, Kräuterseitlinge. guck mal. Kann man mittlerweile auch im eigenen Keller züchten. Das haben die früher doch sowieso immer gemacht. Und dann ist das aber auch so, dass die nicht von schädlichem CO2 und so befallen sind. Und auch nicht von Radioaktivität, wenn man die selbst im Keller züchtet. Machen wir jetzt das Fleisch. Zack. Dann gehst du eigentlich, wenn du ein romantisches Dinner machst, dann gehst du eigentlich eher essen. Nee, man kann auch mit vielen schönen Gängen und einfachen Sachen, kann man auch mit relativ sehr kurzer Kochzeit. Ja. Also ich muss, wenn ich drüber nachdenke, ich muss gestehen, ich mache wirklich keine Sachen, die länger dauern als 20 Minuten oder maximal 30 Minuten. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, es muss noch ein bisschen. Ja, aber es sieht schon ziemlich gut aus. Kai, du siehst auch sehr gut aus beim Naja, Schnibbeln. ich habe einen harten Arbeitstag hinter mir und jetzt auch, daran sieht man, also wenn ich das jeden Abend nach der Arbeit auch noch machen sollte, das würde mich schon anstrengen in meinem Alter. Wenn du bis in die Nacht hinein mit Frank Castorp geprobt hast, wann habt ihr denn dann gegessen? Ja, dann sind wir in die Kantine gegangen. Hat die so lange aufgehört? Da gab es das Gesetz, solange der Intendant da ist, hat die Kantine auf. Wirklich? Ja, Oh, dann hat sie aber das war lange allerdings nur beim Intendant, beim Dramaturgen nicht. Auch noch so, dass ich Kartoffeln zwar auch manchmal gerne esse, aber ich habe seit früher Kindheit, mag ich Nudeln lieber. Ah, wirklich? Ja, Warum? Hast du mal schlechte Erfahrungen mit Kartoffeln oder findest du Kartoffeln langweilig? ich kann dir das genau erklären. Okay. Die Kartoffeln, die lagen bei uns im Keller, zentnerweise. Ja. Dann waren die auch von, wenn die dann im Frühjahr endlich dran kamen, die letzten, die waren dann schon ziemlich verkeimt und die schmeckten einfach langweilig. Mittlerweile habe ich ja Kartoffelgerichte gegessen, wo man niederknien kann. Also das ist jetzt auch nicht mehr so. Ne? Aber Ja. auch Pommes. Ich nehme nicht Pommes frites als Beilage, ich nehme lieber Reis als Beilage. Also das sind so die Sachen. Also es soll schmecken, Ja. aber es muss nicht repräsentativ sein. Nee. Obwohl ich dann immer, wenn es repräsentativ ist und gut, oder wenn ich, also sowas, wie man hier bei euch ich auch schon zu essen gekriegt habe, oder wenn ich da dieses gebratene Steak sehe, also das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und vielleicht sollte ich doch jetzt auch mal im hohen Alter, sollte ich mich doch auch mal an so ein paar solche Sachen rantrauen. Das lassen wir jetzt einfach erstmal abkühlen. Haha. Aber nur so auf dem Tisch bei Zimmertemperatur. Ach, das lässt sich jetzt So, abkühlen. genau. So, und als nächstes schneide ich dann noch die Zwiebeln. Oder Ne? soll ich die schneiden wegen Weinen? Habe ich kein Problem mit. Okay, dann schneiden wir sie zusammen. Weine ich Dann eben vor weinen der wir Kamera. beide. Dann weinen wir beide vor der Kamera. Es reicht. Genau, Würfel kannst du auch machen. So wie. Ja, perfekt. Und jetzt vielleicht hier noch einmal Ja, so. das ist aber professionell. Dann haben wir so richtige Würfel. Ja. Jetzt brate ich hier nochmal. Also jedenfalls alle machen es nicht. Guck mal, und jetzt machen wir einfach die Zwiebeln anbraten. Ja, Die müssen wir jetzt kurz anbraten. die müssen glasig werden. So ungefähr, so anziehen habe ich gelernt von Steff. So, jetzt brate ich, nur kurz um zu erklären, habe ich die Zwiebeln angebraten mit dem Rosmarin. Jetzt ziehe ich da die Champignons rein. Ach, so ein bisschen Rosmarin hast du da noch für übrig gelassen? Genau, Very good. das packe ich rein. So, Kai, jetzt erzähl mal, dein Buch, ist das denn schon raus? Ach so, jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die man sich so beim Kochen erzählt. Genau. Das Buch ist im Sommer erschienen und heißt Dramaturgie des Daseins und versucht, also Dramaturgie des Kochens müsste man ja jetzt eigentlich überlegen. Also das läuft ja eigentlich, wie das sich auch gehört. Gibt einfach bestimmte Voraussetzungen, an denen kann man nichts machen und an denen muss sich jede Dramaturgie orientieren, wie sie damit umgeht. Und nicht so tun, als gäbe es etwas, als könnte man alles bestimmen.
Selbst im Theater kann man nicht alles bestimmen. Oh, wie viele so? Allerdings, man kann so tun, als könnte man alles bestimmen. Ja. Und im Theater ist das erlaubt, während das im Leben oder in der Gesellschaft zur Diktatur führt. Ne, das ist der Unterschied. Deshalb bin ich lieber beim Theater. Ja. Aber du kennst es ja. Du kennst Ja, es klar. Ja. Also deshalb sind auch natürlich autoritäre Regisseure, die verfügen über eine Theatervorstellung, aber die verfügen nicht über den Weltkrieg. Ne, das ist Gott sei der Dank. Unterschied. Und auch die Schauspieler, selbst wenn sie auf der Bühne fürchterliche Sachen anstellen, was sie möglichst freiwillig auch machen sollten, weil es sonst auch nicht gut ist, die können dann ja nach der Vorstellung, können sie ja wieder machen, was sie wollen. Wenn der Regisseur noch so autoritär ist, der hat da keinen Einfluss drauf. Es sei denn, er ist mit der Hauptdarstellerin liiert, aber das ist dann wieder ein anderes Problem. Und dann hat sie zumindest theoretisch und oft aber auch praktisch, was ich weiß, hat die ja dann auch die Möglichkeit, den Regisseur zu tyrannisieren. Das ist dann ein anderes Thema. Oh ja. Dann werde ich das morgen gleich kaufen. Das Buch, ja. Kann man es denn schon kaufen? Also man kann, ja, die erste Auflage ist schon auch schon fast verkauft. Es wurde als Weihnachtsgeschenk deklariert in der Süddeutschen Zeitung. Aha. Und überall in den ganzen großen Zeitungen wurden sehr freundliche Kritiken geschrieben, die aber alle völlig anders waren. Also keine Kritik war ähnlich wie die andere. Einer hat sogar gemeint, es würde sich lesen wie ein Leitfaden zur Corona-Krise. Das ist ja sensationell. Ja, und ich wurde auch sehr gelobt als legendärer Dramaturg eben. Oh, was kochst du denn da drin überhaupt? Ich mache uns so eine Soße. Guck mal, das wird so ein Fond. Ich koche nämlich schon parallel, ein Fond, so eine Soße, so eine dicke, eingebundene Soße, die werde ich nachher noch reduzieren. Die sieht natürlich jetzt, ist Und da noch alles was drin. wird mit der Soße passieren? Das tun wir da drüber. Ach so, ach du lieber Himmel. Also Weil das gehört wo dazu. normale, hast du es gezeigt mit der Kamera? Warte, ich wo mach normale Menschen ein bisschen saure Sahne drauf tun oder Creme fraiche, da kommt eine eigens von dir reduzierte Soße drauf. Ja, logisch. Weil wenn man schon sowas du Tolles, lieber Himmel, Festtags, deswegen du musst da, warte mal. Es stand in der, wo war es denn, in welcher Zeitung? Ach so, nee, im Deutschlandfunk haben sie gesagt, es würde sich lesen wie eine Handreichung zur Corona-Krise. Weil das erste Kapitel heißt auch tatsächlich, wie den Tag überstehen. Und das sammelt erstmal so die ganzen großen Fragen, die im Leben und im Theater genauso wichtig sind. Also die These ist ja sowieso Dramaturgie des Daseins. Unser Leben in der Welt, unser Dasein in der Welt, das verläuft genauso dramatisch wie ein Stück im Theater, wenn auch vielleicht nicht so gut, weil im Theater kann man es eben alles genau planen. Es ist der Versuch zu zeigen, dass das Drama insofern nicht totzukriegen ist, weil die Menschen nicht anders leben können als in dramatischen, das heißt auch widersprüchlichen oder konfliktreichen Verhältnissen. Also der Konflikt, der im Drama auf der Bühne ausgetragen wird oder in der Tragödie, ist eigentlich der Konflikt in unserem Innern, den wir mit uns selbst austragen. Und das kommt da zur Erscheinung im Theater. Diese These haben allerdings die Kritiker von den Büchern fast überhaupt nicht gesehen. Stattdessen haben sie geschrieben, ich wäre ein hervorragender Polemiker oder ich würde einen Corona-Leitfaden liefern, also als eine Sache. Oder ich würde mich mit den größten religiösen, theologischen Fragen auseinandersetzen, mit leichtem Spott vielleicht, weil ich ja kein Theologe bin von Haus aus. Aber immerhin habe ich 10 Jahre Philosophie studiert, weshalb ich auch manchmal auch steile Thesen begründen kann und die nicht leichtfertig, nicht so theaterleichtfertig von mir gebe. Das wurde auch gemerkt von vielen Leuten, also besonders auch von Philosophen selber. Der Frankfurter Philosoph Christoph Menke, mit dem ich auch eine Veranstaltung mache über das Buch in Frankfurt im Februar, am 9. Februar. Der hat es total begriffen und sagt, das wäre alles sehr aktuell und auch in der Philosophie wichtig und nicht nur im Theater. Also wenn das nicht Lust auf das Buch gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Ja, also das muss ja sein. Deshalb bin ich ja nur hier hingekommen. Nein! Ich tue jetzt die Leber da rein. Zweite Kamera mache ich jetzt gerade. Sehr gut. Danke, Karl. Das war's schon.
Ist der Blätterteig sehr klug, Tiefkühlblätterteig? Genau, von Edeka. Und ich muss sagen, das war der einzige Blätterteig. Es gab noch Bioteig. Warte mal, ich hole dich mal ein bisschen zu Ja, mir. ich bin wieder. Der hat wirklich Butter drin. Der andere Bio-Blätterteig, der hatte Palmöl drin. Ja, siehst du, das ist doch. Und der der hat Bio-Blätterteig hat Palmöl drin, Ja. was wirklich nicht gut ist. Nee. Und der dieser hat normale Weizenmehl, Edeka hat kein Palmöl. Butter, Wasser, jodiertes Speisesalz. Das war's. Knoblauch muss noch rein. Was ist das Kriterium für die Leber? Ja, da kommst du aber sehr spät drauf. Ich weiß, habe ich vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Das machen wir ganz klein. Genau. Das kannst du Mach einfach ich- nur schälen. Mache ich jetzt die ganze Knoblauchzehe dann einfach Mach ganz mal rein? 2. Nein. Genau, ich mache es einfach, ganz einfacher Trick. Ich nehme die Knoblauch, nehme ein Glas, hau einmal ordentlich drauf Irre. und dann... Danke. Gute Idee. Und dann ist es gleich geschält und ist aufgeplatzt und das schmeißt man einfach so rein. Bevorzugt mit einem Trüffelglas. Yes! Super Geil. Und schon ist es perfekt. Also das ist ja geil. Das würde mir ja meine... macht Weißt, du Spaß. weißt ja, ich habe es ja gerade erzählt, dass Ja. ich es immer gerne schnell habe. Eben! Das spart mir ungefähr 2,5 bis 3 Minuten. Mindestens. Zack. Nehmen wir diese Trüffel. Schneidet man die jetzt in ganz, ganz dünne Streifen? Du kannst, kannst auch hacken. darf, Dann, darf man auch mal einen essen hier? Ja, aber die sind jetzt... Kannst sind du jetzt- probieren? Wie schmecken sie? Tut mir leid. Ja, also die schmecken sowieso ein bisschen nach Wald. Ja, genau. Aber sie schmecken wirklich irre und sie haben diesen leichten alkoholischen Genau. Charakter. Und auch ein bisschen Farbe, was dazu kommt. Genau, und das kann man... Also können ich wir kann jetzt- das schon so ganz gut essen. Und also ich Ah, sollte sehr jetzt gut. irgendwie zerkleinern. Genau, die können wir auch so zerbröseln. Die kommen hier auch mit rein. Was ein Luxus. Meine Aber wirklich. Wirklich, Also so ein, wie mit völliger Absicht. Ich schneide die jetzt alle klein, diese Genau, eingelegten. können wir machen. Hast du das wirklich so gedacht? ja, genau. So, nehmen wir die hier. Das Trüffel Tante Vater habe ich da schon reingetan. Ich habe so den Eindruck, dass du meinst, von Trüffel kann man gar nicht genug dran tun, wenn man hat, Ich wenn finde man sich's schon, leisten kann. weil das muss so lange gebraten werden, bis hier kaum mehr Flüssigkeit ist. Jetzt machen wir uns ein Butterbaguette mit Trüffel. Ja. Ich habe jetzt 2 verschiedene gemacht. Einmal mit Scheibchen, damit du mal probierst, was du lieber magst. Ob du lieber die Scheibchen magst oder ob du vielleicht doch lieber das Geraffelte magst. Hast du es? Ja. Warte, ich film's mal. Also die Scheibchen mag ich schon mal. In dieser Großzügigkeit, das ist ja unglaublich. Ja, ne? Da machen die 4 Nudelgerichte raus. Wahrscheinlich. Wir machen nur ein kleines Brötchen. Das ist ungefähr genauso viel und das ist halt ein Häufchen. Hast du gern? Super. Für so einen Wintertrüffel doch ziemlich. Hat's doch, ne? Dass die Natur sich so einfallen lässt. Ja, ja. Also ich glaube, ich persönlich Ja. Bist du finde das in Scheiben besser? Okay. besser. Aber das ist auch eine kleinere Menge hier. Kennst du? Warte. Geht ja natürlich nicht. Leg mal hin, machen wir nochmal drauf. Die andere Art der Trüffelreibe. Ja, genau. So macht man es auch mit vielen. Ne, das Ja. ist ein gutes Häufchen. Das ist jetzt ein gutes Häufchen, das muss man Das ist noch eigentlich schwierig wirklich zu essen, sagen. aber Ach nee, das geht schon. das geht. Ich finde es schön, dann entfaltet sich ein bisschen noch der Geschmack. Also es entfaltet sich und auch der Duft entfaltet sich noch mehr. Und jetzt sieht es nämlich so aus. So, wie ist es? Ich habe ein Stück Leber erwischt. Ja. Super, super, unglaublich. Zusammengeklebt. Ja, Wahnsinn. Das sind die Rewe-Dinger. Es ist einfach. Jetzt klebst du erstmal die Lücke, die da noch entsteht. Ja. Wunderbar. Wir machen ein bisschen Freestyle. Und jetzt machen wir hier. Machen wir nochmal schön Hier hier. noch das Räuberrad. Ah ja, genau. Ui. Nein. Nein. Mach keinen Kram. Man könnte auch eine Himmelsleiter machen. Das ich alles machen. Wahnsinn. Nicht zu fassen. So. Welch ein Akt.
Ja. Oh. Und Ja. wirklich quer. Quer ist besser. Blätterteigtorte. Genau. Und jetzt schieben wir das zweite Ebene. 210 Grad. Ja, das sieht aber in der Tat unglaublich toll aus. Es könnte auch ein Fisch drin sein. Also, wo du jetzt die ganzen Sachen, die da drin waren, von rausgetan Guck mal, hast. willst du mal probieren? Wofür ist die Soße? Die Soße ist nachher für das Ding. Ist gut? Ja, war. Karl, du hast ja noch ein bestimmtes Familienrezept. Würdest du uns das erzählen? Ist praktisch die Antithese zu dem, was wir jetzt hier gemacht haben. Und das ist eigentlich angesichts dieser unglaublichen Geschichte, kann ich es kaum noch erzählen. Deshalb müssen wir es schnell machen. Mach mal. Also man braucht so einen Topf wie den da. Das ist der Eintopf. Man braucht nur einen Topf. Ja. Also man tut so ein bisschen Olivenöl. Ja. Und wenn du gerne Butter machst, darf es natürlich auch Butter sein Sehr oder gut, beides. ja. Tut man in den Topf, dann brät man 250 Gramm Hackfleisch. Ja. Also es ist, auch die Mengenangaben sind leicht zu merken. Brät man da an und schmeißt dann 750 Gramm, so ungefähr, kann auch mehr sein, klein geschnittenen Lauch da rein. Und das brät man alles ordentlich und würzt es. Und dann füllt man einen knappen Liter Brühe drauf. Gemüsebrühe oder Rinderbrühe ist natürlich auch gut. Man kann natürlich auch so diese veganen Hackfleischfälschungen Ja. nehmen. Dann Gemüsebrühe. Die gelten aber auch schon wieder als extrem umweltschädlich und auch mit höchst zweifelhaften Stoffen versehen, damit das so wie Fleisch schmeckt. Eben. Also da wird gerade auch von einigen radikalen Vegetariern sehr von abgeraten, Ja. dass das nicht sauber wäre. Da will ich auch dafür. Aber es schmeckt zumindest ganz gut, also es geht auch. Und wenn dann diese Brühe, die man da reingeschmissen hat, kocht, dann schmeißt man eben 250 Gramm wieder Nudeln rein. Aha. Also das Wasser, also die Brühe muss ein knapper Liter. Also Ein knapper vielleicht Liter, okay. 900 Kubikzentimeter reicht 900, davon. okay. Und dann rührt man ordentlich um, Ja. lässt das kochen, so lange wie die Nudeln brauchen. Ja. Die sollten über 10 Minuten brauchen, Ja. damit der Lauch weich wird. Ah, dann müssen wir dicke Nudeln nehmen, ja? Also so, es gehen so diese Spirellis oder so, Ah, das geht okay. alles. Ja, Wenn die stimmt. Nudeln zu schnell kochen, muss man halt die Sache vorher ein bisschen länger braten. Anbraten, ja. Ne? Und dann tut man noch ein Döschen Tomatenmark rein. Und dann wartet man, bis die Nudeln bissfest sind. Ja. Und saugen die ganze Flüssigkeit Die auch saugen wahrscheinlich, die ne? Flüssigkeit nahezu komplett aus und machen die Soße, die dann übrig bleibt, sehr sämig. Also, jetzt mache ich uns kleine Probierteller. Okay. Genau. Ja, es fühlt sich gut. Ja, ja doch. So. Jetzt guckt euch das Gut? an. Als wäre man irgendwie Höhlenforscher. Das ist doch... Ist gut? Ist perfekt, oder? Ist perfekt. Ja, klar. So, und jetzt Ja. schneide ich so Scheiben. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich schneide Scheiben, die sind jetzt ein bisschen zu groß, aber das stört uns erstmal nicht. Das schneidet sich Schneidet sich. ziemlich gut Ja, warte, ich gehe von der Seite. in die Soße gehen. Genau. Hier. Vorne. Es ist gewaltig. Kann man machen. Ja, ich muss leider sofort noch ein kleines bisschen hinterher haben. Vielen Dank, dass du heute da warst und mit mir diese kleine Reise gemacht hast. Danke, Karl. Es war mir eine absolute Freude. Ich habe viel gelernt und Ich auch.
freue mich jetzt, dass wir da gleich weiter essen können. Genau. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss!